Immer weiter stoßen wir an unsere planetaren Grenzen. Produkte, die heute designt und produziert werden, landen später im Müll. Das ist nicht nur für die Umwelt ein Problem, sondern macht uns zum Beispiel auch abhängig von Rohstoffen, die immer knapper werden oder schwerer zu bekommen sind. Ich finde, es ist Zeit, daran etwas zu ändern. Mein Name ist Dr. Marie Ritter und heute zeige ich euch, wie wir in unserem Projekt Concert zu diesem Wandel beitragen. Wenn wir unsere Zukunft nachhaltiger gestalten möchten, reicht es nicht, ab und zu das Licht auszuschalten. Wir müssen unser Wirtschaftssystem neu denken. Ein zentraler Ansatz dafür ist die Circular Economy. Die Idee ist einfach. Materialien bleiben so lange wie möglich im Kreislauf. Abfall wird zur Ausnahme. Die Umsetzung ist jedoch alles andere als einfach. Denn Circular Economy funktioniert nur, wenn viele Disziplinen zusammenarbeiten. Ein Produkt muss schon beim Design so gedacht werden, dass es später zerlegt, wiederverwendet oder recycelt werden kann. Das macht Innovation deutlich komplexer und Zusammenarbeit entscheidend. Ich stehe heute in der Open Hybrid Lab Factory in Wolfsburg. Hier werden am Forschungscampus innovative Lösungen für die Circular Economy entwickelt. Das Besondere: die Open Hybrid Lab Factory ist eine Public-Private Partnership, also eine Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Einrichtungen wie Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Kommunen und privaten Unternehmen, von Startups bis zum Großkonzern. In dieser Zusammenarbeit über sektorale Grenzen hinweg wird möglich gemacht, was die Circular Economy braucht: Innovation durch Kooperation. Aber warum klappt das hier eigentlich so gut? Aus der Forschung zu offener Innovation wissen wir: Innovationen entstehen besonders dort, wo Personen mit hoher kognitiver Distanz aufeinandertreffen. Kognitive Distanz besteht dann, wenn Personen mit unterschiedlichen Denkweisen, Wissensbeständen, technologischen Kompetenzen und organisationalen Routinen aufeinandertreffen. In Partnerschaften aus öffentlichen und privaten Partnern finden wir dafür also beste Voraussetzungen. Aber Achtung, kognitive Distanz in einer Zusammenarbeit kann auch Nachteile haben. Wer zu unterschiedlich ist, arbeitet schwerer zusammen und wird sich weniger gut einig. Es fehlt an sogenannter sozialer Integration. Abhilfe können sogenannte WissensaktivistInnen schaffen. Das sind Personen, die Menschen zur Zusammenarbeit befähigen, Netzwerke strategisch aufbauen und weiterentwickeln und Innovation durch Zusammenarbeit anregen. Und hier kommen wir mit dem Projekt Concert ins Spiel. Concert ist eines der 3 Hauptphasenprojekte der 3. Förderphase des Forschungscampus Open Hybrid Lab Factory. Gemeinsam mit dem OHL11 e.V. und der Stadt Wolfsburg arbeiten wir von der Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie der TU Braunschweig an einem gemeinsamen Ziel: das Best-Practice-Modell für die Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Partnern zu werden. Für Concert haben wir 5 zentrale Handlungsfelder identifiziert: Kooperation und Wissenstransfer, Meetings, Diversität und Frauenförderung, Führungskräfteentwicklung sowie die Einbindung externer Stakeholder. Schauen wir uns diese einmal genauer an. Das erste Handlungsfeld ist Kooperation und Wissenstransfer, speziell für eine Public-Private Partnership. Hier erfassen wir, wie die Partner bereits jetzt Wissen austauschen und wo das Netzwerk weiter optimiert werden kann. Darauf aufbauend entwickeln und erproben wir neue Austauschformate auf wissenschaftlicher Grundlage. Beispielgefällig: Wir haben das Netzwerk der Public-Private Partnership analysiert. Dabei konnten wir feststellen, dass hier am Campus bereits viel Wissen über die Grenzen von Sektoren und Organisationen ausgetauscht wird. In dem Netzwerk hier sieht man diese Austauschbeziehungen in Rot. Interessant dabei: Während viel Austausch erfolgt, finden wir die meisten roten Verbindungen im Zentrum. Das bedeutet, Wissen fließt vor allem über Führungskräfte und das Campusmanagement. Diese Austauschbeziehungen sollten aber durch Querverbindungen ergänzt werden, so wie hier beispielhaft dargestellt. Diese Querverbindungen helfen, dass Wissen in Netzwerken besonders schnell, also auf kurzem Weg, ausgetauscht werden kann. Um Mitarbeitende am Campus untereinander zu vernetzen, haben wir das Format der Campusrunde eingeführt. Dabei soll einerseits neuestes Wissen, zum Beispiel über neue Entwicklungen oder Projekte, unter Mitarbeitenden ausgetauscht werden. Gleichzeitig schaffen wir einen Rahmen, in dem sich Mitarbeitende direkt und informell vernetzen können, unabhängig von Hierarchien. In unseren Untersuchungen konnten wir identifizieren, welche Merkmale das Format der Campusrunde besonders erfolgreich machen. Hier sehen Sie verschiedene Merkmale. Die violetten, sogenannten Leistungsmerkmale, sind dabei für den Erfolg besonders entscheidend. Eine informelle Atmosphäre, Möglichkeiten zur Vernetzung und die Vorstellung neuer Projekte gewährleisten den Erfolg des Formats. Wer noch eine Schippe drauflegen möchte, kann mit den Begeisterungsmerkmalen in grün punkten. Zum Beispiel kann das Arbeiten in Kleingruppen an Roundtables oder die Vernetzung mit externen Personen das Format zusätzlich attraktiv machen. Neben Formaten braucht Kooperation auch Raum.
oder Räume. Deshalb haben wir in Concert eine Kooperationslandschaft, die sogenannte CoLab Area, eingerichtet. Hier finden Mitarbeitende flexible Räume, in denen interdisziplinäre Teams zusammenarbeiten, Formate erproben und Kooperationen aktiv gestalten können. Neben größeren Workshop-Räumen bieten sich auch unsere Focus Labs wie hier für Kleingruppen oder konzentrierte Arbeit an. Ein besonderes Highlight ist das Meeting Lab, was uns zum nächsten Handlungsfeld führt. In diesem möchten wir die Meetings an der OHLF weiterentwickeln. Meetings sind ein zentraler Schauplatz von Kooperation. Wenn es in der Zusammenarbeit hakt, sieht man dies besonders an Meetings und umgekehrt. Mit Praxistools zur Meetinggestaltung und Trainings schaffen wir Angebote, um Meetings wieder zu einer echten Ressource zu machen. Für einmaligen Mehrwert haben wir das Meeting-Labor aufgebaut. Dieses liefert Erkenntnisse zu realen Meetings in einer Laborumgebung. Hier können Teams präzise wissenschaftliche Einblicke in ihre Meetings erhalten, zum Beispiel zu verbalem und nonverbalem Verhalten oder Stressanzeichen. Darauf aufbauend begleiten wir Teams mit maßgeschneiderten Angeboten gezielt bei der Weiterentwicklung ihrer Meetings. Drittens beschäftigen wir uns mit dem Thema Diversität und Frauenförderung. Vielfältige Teams sind nachweislich innovativer. Gleichzeitig sind Frauen insbesondere im technologischen Bereich noch unterrepräsentiert. In Concert untersuchen wir daher, welchen Barrieren Frauen in der Zusammenarbeit begegnen und wie diese abgebaut werden können. Dabei verfolgen wir den Dreiklang Attract, Develop und Retain. Im Bereich Attract untersuchen wir, was dazu beiträgt, dass Frauen Arbeitsplätze an einer Public-Private Partnership besonders attraktiv finden. Im Bereich Develop entwickeln wir Maßnahmen, die Frauen gleiche Chancen ermöglichen, innerhalb der Public-Private Partnership Karriere zu machen und in Führungspositionen aufzusteigen. Das passiert zum Beispiel durch gezielte Sensibilisierungstrainings und Vernetzungsangebote. Schließlich richten wir im Bereich Retain den Blick darauf, was Frauen motiviert, langfristig zu bleiben. Dabei untersuchen wir auch, wie Männer am Arbeitsplatz als Verbündete wirken können. Viertens befasst sich Concert mit den Führungskräften der Zukunft. Führen in einer Public-Private Partnership ist sehr komplex. Es müssen viele Interessen unter einen Hut gebracht werden. Gerade neue Führungskräfte profitieren hier von gezielter Entwicklung. Daher haben wir in Concert ein 8-monatiges Entwicklungsprogramm für Nachwuchsführungskräfte entwickelt. Es verbindet Qualifizierung in Trainings- und Transfertagen, individuelles Coaching und wissenschaftliche Begleitung. So können Führungskräfte in komplexen Umgebungen handlungssicher werden. Das 5. und letzte Handlungsfeld befasst sich mit der Einbindung von externen und neuen Partnern in unsere Netzwerke. Hier sollen Lösungen oder Best Practices, die wir in Concert entwickeln, auch von anderen in der Region und darüber hinaus erprobt, mit uns verbessert und dann angewandt werden. Neugierig geworden? Wenn du unsere Formate an deinem Campus oder in deinem Unternehmen ausprobieren möchtest, kannst du uns jederzeit kontaktieren. Unser Kontakt sowie aktuelle Angebote findest du auch über den Link in der Videobeschreibung. Sei dabei, wenn wir die Vision der Circular Economy in die Realität holen. Und das Licht, das solltest du trotzdem noch ausschalten.